Schon mal nach Cloud und KI gegoogelt? 390 Millionen Treffer. Wenn ihr aber nach IT-Voraussetzungen für KI sucht, nur 2,9 Millionen. Das hilft keinem weiter. Bei mir gibt es nur einen Treffer. Ich erkläre euch, welche Cloud für welche KI-Anwendung am besten geeignet ist. Genau jetzt. Fachwissen zu künstlicher Intelligenz, High-Performance Computing und Cloud. KI-Anwendungen sind hungrig nach IT-Ressourcen, hört man. Aber stimmt das denn? Ja, das stimmt schon, aber nur beim Training. Bei der normalen Anwendung ist die Last an die IT relativ gering. Aber gerade fürs Training ist es wichtig, sehr gute und sehr viel IT möglichst parat zu haben. Sehr gute zeichnet sich darin aus, dass man mit GPUs zum Beispiel das erlernte Ziel um das 5-fache schneller erreichen kann, als man das gegebenenfalls mit CPUs könnte. Wie viel Hardware muss ein Unternehmen bereitstellen, um KI-Anwendungen nutzen zu können? Also ihr müsst nicht anfangen, ein neues Rechenzentrum zu bauen. 65% der Nutzer im AI-Umfeld setzen bereits auf Ressourcen aus der Cloud. Ihr könnt bereits bei euch lokal anfangen, mit CPUs gegebenenfalls, und habt dann die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen wie GPUs aus der Cloud dynamisch zu beziehen. Wie erfahren Unternehmen, welche Cloud zu ihrer KI-Anwendung passt? Für die Frage kann man sich mehrere Stunden nehmen, um sie zu beantworten. Ich mache sie jetzt kurz. Fragt einen Experten. Mit welcher Cloud-Technologie sollte man ein KI-Projekt beginnen? Also am besten passt in der Tat die Public Cloud, denn hier kann man auf Ressourcen wirklich nach Belieben zurückgreifen. Aber auch eine Kombination aus On-Premise und der Public Cloud machen wirklich Sinn. Mit der On-Premise-Umgebung könnt ihr jederzeit loslegen mit CPUs und den Ressourcen, die ihr eben habt also gar keine Hürde, jetzt schon anzufangen. Wenn ihr jedoch dann schnell euer Ziel erreichen wollt und vielleicht mit Cloud-Bursting, also kurzfristig auf Ressourcen aus der Cloud zugreifen wollt, habt ihr die Möglichkeit, mit der Public Cloud auf GPUs oder andere High-Performance-Computing-Ressourcen zuzugreifen. Was müssen Unternehmen beachten, die On-Premise und Public Cloud in Kombination einsetzen möchten? Ihr solltet unbedingt bei der Technologie bleiben, mit der ihr begonnen habt. Habt ihr also mit CPUs begonnen, macht keinen Wechsel auf GPUs, denn das kann sehr viel Geld kosten und euer gesamtes AI-Projekt bis an den Anfang zurückwerfen. Sollte das eine Hürde darstellen, haben wir die Möglichkeit, euch dabei zu unterstützen, indem wir einfach ein Stück unserer eigenen Public Cloud bei euch in der Umgebung mit aufbauen, sodass ihr überall die gleiche Technologie zum Einsatz bringen könnt. Weitere Infos gibt's auch im KI White Paper, kostenlos zum Download. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Weitere spannende Details rund um künstliche Intelligenz, High Performance Computing und Cloud gibt's auf diesem Kanal. Abonnieren und Glocke klicken. Appetit auf KI? Wenn Sie KI-Projekte im Unternehmen umsetzen möchten, melden Sie sich gerne direkt bei uns.